Herzlich willkommen an der Landesverteidigungsakademie. Ich bin Oberst Jürgen Wimmer und leite hier das Referat Operation. Aus diesem Grunde möchte ich heute ein paar strategische und operative Aspekte zur Ukraine-Krise beleuchten. Ich möchte beginnen mit den Prinzipien strategischen Handelns. Wie Sie hier sehen, die klassischen Machtinstrumente eines Akteurs, das bedeutet Diplomatie, Wirtschaft, Militär und Information, sind im Zusammenwirken zu bringen, um letztendlich strategische Ziele zu erreichen. Ich möchte einen Blick zurückwerfen auf das Jahr 1989. Sie sehen hier an der Karte in Blau dargestellt die NATO und in Rot dargestellt den Warschauer Pakt. Schauen wir ins Jahr 2022, sehen Sie hier die Linie der NATO-Osterweiterung. Auf einen weiteren Klick stelle ich noch dar das Gebiet der Ukraine. Sie sehen anhand dieser Darstellung einen großen Gebietsverlust der ehemaligen Sowjetunion. Sie sehen hier die Kernaussage aus einer Militärzeitschrift aus den USA, die bereits im Dezember Aussagen, die im Herbst getroffen wurden, darstellt aus Sicht Russlands. Und zwar die Angst vor einer NATO-Osterweiterung und der absolute Wille, die Ukraine davon abzuhalten, Teil der NATO zu werden. Eine Rede Putins vom Tag vor dem Angriff auf die Ukraine. Ich habe hier ein paar Kernaussagen dieses russischen Narrativs dargestellt. Einerseits, dass die Ukraine fixer Bestandteil der russischen Geschichte, Kultur und auch des geistigen Raumes ist. Weiters ein Beitritt der Ukraine zu einer NATO als eine direkte Bedrohung Russlands gesehen wird, dass die russische Bevölkerung in der Ukraine bedroht ist, sowie eine Anerkennung der beiden Gebiete Donetsk und Luhansk. Und Putin beendet seine Rede damit, dass er der Ukraine die Verantwortung für jegliches weitere Blutvergießen gibt. Sie sehen hier nochmal dargestellt anhand der Karte in der Ukraine diese russischen Kerninteressen. Einerseits ein Puffer zur NATO-Grenze, andererseits die strategische Relevanz des Zuganges zum Schwarzen Meer. Ich möchte nun eingehen auf die operativen Umsetzungsmöglichkeiten dieser strategischen Interessen und konzentriere mich daher auf den Beitrag des Militärs. Aus meiner Beurteilung hätte es mehrere Möglichkeiten gegeben. Eine Minimumvariante, das bedeutet die Inbesitznahme der Separatistengebiete inklusive der Krim, um somit den Zugang zum Schwarzen Meer abzusichern. Eine weitere Variante wäre gewesen, eine mittelmäßige Ambition, die Ostukraine in Besitz zu nehmen. Hier hätte sich angeboten ein Manöver mit einem Stoß entlang des Dnepr als trennendes Gelände, sowie wiederum die beiden Separatistengebiete und die Krim. Als robusteste Variante wäre ein massiver Angriff eine Möglichkeit beurteilt gewesen, nämlich mit einem Angriff auf Norden, direkt auf die Hauptstadt, mit einem zentralen Stoß sowie auch mit einem Stoß aus dem Süden, um die ukrainischen Streitkräfte zu zerschlagen, die Hauptstadt in Besitz zu nehmen, die Schwarzmeerküste zu haben und somit Druck auf die Ukraine ausüben zu können. Auf dieser Darstellung sehen Sie die aktuelle Lage nach etwa 3 Wochen Kriegsbeginn. Wie Sie sehen, im Vergleich, Russland hat sich für diese robusteste Variante entschieden. Sie sehen auch das Zusammenwirken durch die Pfeile grob dargestellt der Landstreitkräfte, gemeinsam aber auch mit Operationen in der Tiefe, hauptsächlich durchgeführt durch Luftstreitkräfte, um militärische Einrichtungen in der Tiefe zu bekämpfen und somit auch die Versorgung der kämpfenden Truppen der Ukraine zu behindern. Was hier ebenfalls dargestellt ist in Gelb, diese strichlierte Linie, das ist in etwa die Linie, in der die ukrainischen Streitkräfte im Osten verteidigen. Welche Gefahren gibt es derzeit? Einerseits durch eine Zusammenführung der Stöße aus dem Norden sowie aus dem Süden, diese ukrainischen Kräfte im Osten abzutrennen. Ich habe bereits angesprochen, der Dnepr ist eine sehr trennende Linie mit wenigen Übergangsmöglichkeiten. Und andererseits Kiew sowie die anderen großen Städte zu isolieren, letztendlich einzuschließen und in einem verlustreichen Häuserkampf weiterzukämpfen.
Was können wir für Folgerungen ziehen? Eine Folgerung ist auf jeden Fall, sofern vitale Interessen gefährdet sind, aus dieser Sicht aus Russland waren es vitale Interessen, wird gehandelt. Weiters hat sich der Wandel langsam aufgebaut, die Eskalation ist aber blitzartig erfolgt mit Beginn des Angriffs Ende Februar. Der konventionelle Krieg in Europa ist sehr wohl möglich, das hat uns dieses Beispiel gezeigt, was ja jahrzehntelang immer wieder in Diskussion war. Und ich möchte auch behaupten, von einer derzeitigen strategischen Vernunft des Westens, einer Hand, an den Machtinstrumenten Diplomatie, Wirtschaft, aber auch Information ist hier der Westen klar überlegen. Ich komme später noch einmal dazu. Eine Deeskalation, das Spannungsfeld zwischen Hilferufen der Ukraine, humanitäres Leid, im Spannungsfeld im Gegensatz dazu nicht so offensiv als Europa zu agieren, insbesondere militärisch, um keine weitere Eskalation anzufackeln. Weiters Wechselwirkungen mit der Destabilisierung des Balkans. Wir kennen die Problematik um die Abspaltungstendenzen der letzten Jahre der Republik Srpska aus Bosnien-Herzegowina und darüber hinaus die Stellung Serbiens, die einerseits pro EU sind, andererseits aber auch sehr wirtschaftliche und enge Verflechtungen mit Russland haben und sich derzeit auch sehr neutral gegenüber verhalten. Auf jeden Fall ein Erwachen Europas und ein Manifestieren der Bedeutung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich möchte mit einer abschließenden Bewertung, einer sehr kurzen abschließen nach einem Ampelsystem und komme wiederum zurück auf das Grundprinzip strategischen Handelns. Im Bereich der Diplomatie kann man sagen, aus russischer Sicht derzeit eine sehr schwierige Lage. Europa ist mehr geeint denn je und Russland ist eigentlich in der Masse der Welt isoliert diplomatisch. Im Bereich der Information, zumindest in westlichen Medien, kann man sagen, hat auf jeden Fall die Ukraine Oberhand und die Weltmeinung ist auf Seiten der Ukraine. Im Bereich der Wirtschaft braucht man nur dazu sagen, es hat solche Sanktionen, wie es derzeit gegen Russland gibt, eigentlich noch nie gegeben. Und somit komme ich zum Militär. Sie sehen hier ein Farbspiel aus Grün und Orange. Nach dem Ampelsystem, ich würde sagen, Russland hat nach wie vor die Initiative. Es wurde aber insbesondere der Wehrwille der Ukraine unterschätzt und es tragen wahrscheinlich auch noch einige andere Faktoren dazu bei. Ich komme zur strategischen Interessensumsetzung Russlands. Aus meiner Sicht hat es hier eine vielleicht Überschätzung oder Fehleinschätzung gegeben, was letztendlich dazu führt, dass die letzte Option derzeit die militärische ist, die aus jetziger Sicht doch noch einige Zeit dauern wird. Ich danke für die Aufmerksamkeit.